Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich habe mal wieder für euch ein paar News und Ankündigungen für diesen Monat und vielleicht habt ihr es auch schon in der Ingame-Post gesehen. Auf jeden Fall steht der Legendary Dungeon wieder mal an, Ende des Monats kommt er. Und auch die Eiersuche, jetzt pünktlich zu Ostern, ist auch wieder mit am Start. Hier haben wir die News, ja, LD und Eiersuche. Macht euch für die folgenden Wochenend-Events von Freitag bis Sonntag bereit. Erstmal Glanzparade des Goldes, Glückstag, Epic Gut Glück, Extravaganza, Tag des heißen Eisens. Dann die Vorschau aufs nächste Wochenende ist dann der Legendary Dungeon hier, ja. Glückstag, Hexentanz, Fest der Festung, Tag des heißen Eisens und auraler Großputz. Das ist also sehr nice. Etwas Unheilvolles braut sich über dem Portal zum Legendary Dungeon zusammen. Markerschütternde Schreie und schrille Gelächter dringend, zunehmend lauter werdend an euch heran. Wappnet euch für den 28.03., das ist das Datum, wenn der Legendary Dungeon fantastische Legendaries und wo sie zu finden sind, euch Einlass gewährt. Ja, erhascht in dem offiziellen Teaser einen ersten Blick darauf, was euch erwarten wird. Gucken wir uns gleich an, den Teaser zusammen. Dann sehen wir schon, in welche Richtung das Ganze so ungefähr geht. Aber zuerst mal merkt euch, am 28. öffnet der Legendary Dungeon an einem Donnerstag. Moment, da war ja noch was. Hasenohren gespitzt und Osterkörbe angesetzt. Die jährliche Eiersuche findet kommenden Montag, den 25. statt. Um an der Eiersuche teilnehmen zu können, muss euer Charakter mindestens Stufe 75 erreicht haben und das Petnest in ein Abenteuer finden zu können. Die fleißigen Sammler können sich bis einschließlich Ostermontag, den 31.03. auf tierisch bunte Überraschungen freuen. Für alle Leute, die neu sind und vielleicht nicht wissen, was es mit dieser Eiersuche auf sich hat, wo da der große Unterschied ist, ja, ne, wenn man halt eben das Pet-Nest freigeschalten hat. Für alle Leute, die schon alle Pets haben, ist es eher unrelevant. Aber das war zum Beispiel hier das Pet-Event aus dem letzten Jahr. Und hier hat man dann halt gewisse Aufgaben, so ähnlich wie beim Sommersammelsurium, wo man halt tägliche Quests erledigen muss. Dafür bekommt man eine bestimmte Punktzahl jeden Tag freigeschaltet und ab einer bestimmten Punktzahl könnt ihr dann halt auch entweder Früchte finden oder Pets. Ja, also auf meiner Stufe hier, da war ich Stufe 600 gewesen, ich glaube das ist schon 2 Jahre her, da hatte ich hier noch das im Video gezeigt, warte mal, war es hier? Ja, hier war das zum Beispiel. Das war auf einem etwas älteren Account, beziehungsweise da hatte ich noch nicht alle Pets gehabt. Und hier seht ihr bereits schon, ihr habt die Möglichkeit halt eben mehrere Pets zu finden, falls ihr noch nicht alle habt. Ne? Trinkt 10 Bier, was weiß ich, habt 150 Punkte zusammen, dann findet ihr das erste Pet. Vielleicht beim zweiten habt ihr dann Früchte, beim dritten Früchte und wenn ihr alle Aufgaben erledigt habt, findet ihr schlussendlich auch wieder ein Pet. Ich glaube, die Leute, die alle Pets schon bereits haben, die bekommen zum Ende wieder einen legendären Edelstein, wenn es mich nicht täuscht, so war es gewesen. Oder noch mehr Früchte, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, hundertprozentig. Wir gucken nochmal, was war am Anfang hier. Achso, hier hatten wir auch, das war auf anderen Servern hier irgendwo gewesen. Da hatten wir Pets, nee, da gab es auch Früchte, also hier gab es nur Früchte. Also ist es eher was fürs Early Game, für die Leute, die noch nicht alle Pets freigeschaltet haben, beziehungsweise die ein paar Pets durch die Lappen gegangen sind oder aus bestimmten Umständen die nicht gefunden haben. Da ist es dann halt eben sehr hilfreich, sich die Eiersuche zu Hilfe zu machen. Genau, dann gucken wir uns jetzt noch den Trailer zusammen an, das Ganze leider nur in einem Short-Format. Als Video gibt es das Ganze nicht, deswegen nur im Hochformat hier. Gucken wir uns aber trotzdem mal an, das Ganze. Bereits schon, dass das Thema für diesen Legendary Dungeon wahrscheinlich dann der wilde Westen sein wird. Ne? Hier unten auch nochmal ein ganz kurzer Hinweis: Dungeons Deep Wizards Delight Legendary Loot in the Western Night.
Also wenn wir dann hier mal drauf zu sprechen kommen, ist das wahrscheinlich ein Thema für sich, also beziehungsweise es ist in dem hier, wo haben wir das hier und wo sie zu finden sind, die Dinge hier? Hier, genau. Also hier wird das mit reinkommen, hier wird es mit unterzählen zu diesem Set, sag ich mal, wird sich ein neues eine neue Seite wird hier wahrscheinlich sich aufschlagen oder es werden eventuell hier diese Fragezeichen noch ausgefüllt. Hier haben wir ja das erste Set von den fantastischen Legendaries und wo sie zu finden sind, Set. Und hier ist Seite 2. Eventuell gibt es dann hier neue Western-Items oder sie fügen eine neue Seite hinzu. Aber es könnte auch sein, dass hier eventuell 3 neue legendäre Gegenstände dazukommen. Also eine Waffe und 2 normale Sachen, beziehungsweise ein Gürtel und ein Hut. Aber da sie das jetzt so angekündigt haben, dass es halt eben Western-Style wird, könnte es auch sein, dass eventuell ein komplett neues Set kommt, also eine oder 2 komplett neue Seiten mit einem komplett neuen Equipment an legendären Gegenständen. Das werden wir dann abwarten. Das wiederum würde dann aber heißen, dass diese Seite wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr gefüllt werden kann, weil diese Art oder dieses Set es dann erst nächstes Jahr wieder geben wird, weil danach halt eben die Geburtstagssause kommt und hier die Keilerei zu dieses Winterspektakel, ne, und dann hier die Betriebsfeier und so weiter, Herr der Dinge. Muss man gucken, auf jeden Fall. Aber das werden wir dann rausfinden, wenn es dann soweit ist. Hauptsächlich erstmal das wichtigste Datum, denke ich mal, der 28.03. für den LD und der 25.03. für die Eiersuche. Und da werden wir natürlich definitiv auch wieder reingehen. Auf meinem Main natürlich eher, einfach nur um so ein bisschen zu farmen vielleicht, sich das Gold abzuholen. Die ersten 10 Runs so ungefähr, die sind ja noch Pilz-Gold-Verhältnis, sag ich mal, noch wirklich sehr lukrativ, wo man sagen kann, okay, da investiere ich jetzt mal ein paar Pilze rein, um halt eben auch das Gold mitzunehmen. Das lohnt sich schon, alles was jetzt so großartig darüber ist schon wieder, also man kriegt natürlich auch Ressourcen und sowas alles, ne, das ist natürlich auch klar und auch bestimmte Legendaries, aber wenn man jetzt rein auf das Gold betrachtet, das sich hochrechnen würde, dann wäre es wahrscheinlich lukrativer, keine Ahnung, sich wahrscheinlich den Drachen zu melken irgendwann, weil du halt ab einem bestimmten Punkt irgendwann einfach nicht mehr großartig Gold aus den Kisten bekommst und das dann nicht wirklich worth ist. Genau, ansonsten hebt euch schon mal die ganzen Sachen auf im Inventar, lasst da so viel wie möglich drin lagern, weil wir haben ja gesehen, wo war's? Dieses Wochenende ist es jetzt noch nicht, nächstes Wochenende, da müssen wir dann drauf achten. Hexentanz, da könnt ihr natürlich alle Sachen wieder aus eurem Inventar verkaufen zum doppelten Wert bei der Hexe. Und da würde ich euch auf jeden Fall auch immer empfehlen, so viel wie möglich Platz im Inventar auch hier zu nutzen, um halt eben darauf zu spekulieren, dass halt eben genau die Items, die ihr halt auch eben sucht, auch den Tag bei der Hexe zur Verfügung sind. Ne? Ist natürlich immer random, was da jeden Tag kommt, deswegen, manchmal habe ich hier monatelang irgendwie gefühlt alles oder nur eine Art von Items hier im Inventar und das kommt dann auf Biegen und Brechen nicht dran. Und da muss man dann halt erst warten, bis das nächste Hexen-Event ist. Da kann man ja dann halt eben alles verkaufen und muss nicht nur auf ein Item warten. Ne? Aber es ist auf jeden Fall besser, immer den kompletten Platz zu nutzen, als da irgendwie Freifläche zu machen oder zu haben. Deswegen empfehlen auch ganz viele Leute, bevor ihr zum Beispiel die Edelsteinmine auf 100 zieht, dass ihr erstmal die Schatzkammer auf 45 ausbaut, einfach nur wegen dem Inventarplatz. Weil die Edelsteinmine, die bietet euch halt eben, wenn ihr die, was weiß ich, sagen wir jetzt mal auf Stufe, keine Ahnung, 25 habt oder so und die Schatzkammer auf 25, was macht man da jetzt so als erstes irgendwie, was sieht man da als erstes hoch? Dann zuerst immer die Schatzkammer hochziehen, weil die Edelsteinmine und die dadurch besser werdenden Edelsteine, die könnt ihr halt auch immer noch später hochziehen, weil die euch ja nur
statpunkt-technisch einen temporären Vorteil verschaffen. So, die werden ja vom Wert des Edelsteins nicht mehr, also vom Goldwert her nicht mehr, aber vom Statwert. Und den Statwert, der geht euch ja nicht flöten, den könnt ihr halt später immer noch immer noch den gleichen Wert bzw. sogar noch stärkeren Wert holen, weil ihr dann ja auch in der Zeit im Level aufsteigt. Bei der Schatzkammer, da geht euch aber in der Zeit, in der ihr jetzt als Beispiel die Edelsteinmine zuerst hochziehen würdet, geht euch in der Zeit die ganze Zeit Gold durch die Lappen. Das heißt, das ist Gold, was euch die ganze Zeit durch die Lappen geht, was ihr nicht wieder bekommen könnt in der Zeit, wo ihr die Edelsteinmine auf 100 knallt, weil ihr halt eben dann nur mit, was weiß ich, mit 20 oder 25 Inventarplätzen rumlauft, dann ja jahrelang zu tun habt, die 100er Edelsteinmine auszubauen. Und anstatt 45 Plätze, sagen wir mal nur 25 Plätze zu haben und damit halt eben 20 Plätze effektiv auf den Weg dorthin, die Festung komplett auszubauen, weniger habt, demzufolge halt auch jedes Mal immer weniger Goldeinkommen habt, wenn ihr halt eben ja, Items bei der Hexe irgendwie wegbringen wollt. Ne? Deswegen auf jeden Fall darauf definitiv mein Tipp, bevor ihr halt in dem Spielzeitraum angekommen seid, wo ihr euch entscheidet, was ziehe ich zuerst hoch. Erst immer Schatzkammer, danach dann die Edelsteinmine auf 100, wenn ihr alles weitere soweit schon irgendwie so fertig habt. Kann ich auf jeden Fall an der Stelle nur empfehlen. Und dass euch da auf dem Weg nach oben zum Vollausbau der Festung nicht irgendwie Gold durch die Lappen geht. Ne? Deswegen, ja, kann man das, denke ich mal, definitiv so stehen lassen. Ja, Leute, ich freue mich auf jeden Fall wieder auf die kommenden Tage. Es wird, denke ich mal, wieder viel zu zeigen geben. Neue Gegenstände kommen ins Spiel, neue Legendary Items. Und wir werden definitiv auch da mal reinschauen. Ich werde euch darüber berichten. Lasst auf jeden Fall, wenn ihr wollt, sehr gerne auch ein kostenloses Abo auf dem Kanal da, damit ihr nichts verpasst. Ne? Wenn es auch wieder irgendwelche Giveaways, Coupons oder irgendwelche Codes im Umlauf sind, ne? Die ich irgendwo aufgeschnappt habe oder euch halt auch selbst anbiete. Deswegen, ja, bleibt da auf jeden Fall am Ball, haltet die Ohren und Augen offen und genau, das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.